Meine Damen und Herren, das Thema, was ist aus mich geworden? Oft sitzen wir eines Tages, wenn wir 40, 50 sind und noch älter, auf einer Bank und sagen, was ist aus mich geworden? Und überlegt und guckt und schaut und sagt, ja, so weit wie hier bin ich jetzt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich zwar mühselig beregt, zwar alles gemacht, was ich tun musste, habe eigentlich ein gutes Auskommen, habe eine Familie, habe Kinder, habe eine Frau, aber habe ich wirklich das gemacht, was ich eigentlich machen wollte? Und habe ich nur das gemacht, was meine Eltern auch gemacht haben? Morgens aufgestanden, zur Arbeit gegangen, abends nach Hause gegangen, den Rasen gemäht, sich um die Kinder gekümmert, nett zu der Frau gewesen, mal zum Fußball gewesen. Und wenn er so schaut, ja, das hat mein Vater auch gemacht. Aber war das wirklich, was ich wollte? Und wenn ich jetzt so überlege, wo bin ich eigentlich vom Weg abgekommen? Von meinem Weg, von meinem persönlichen Weg. Oft kommt es sogar vor, dass man sagt, du, ich wollte doch eigentlich Junggeselle bleiben. Ich wollte ein Globetrotter werden. Ich wollte die Welt sehen. Ich wollte was lernen. Und dann wollte ich mir die ganze schöne große Welt begucken. Und wenn ich so gucke, außer der Türkei, Mallorca und alle normalen Ferieninseln bin ich gewesen. Und habe nur einen Hauch von dem gesehen, was ich eigentlich sehen wollte. Das war zwar gut und schön, da kann ich nicht sagen, das wollte ich nicht, aber das habe ich gehabt und es war auch schön. Aber in Wirklichkeit hatte ich mir was ganz anderes vorgestellt. Und wenn ich nach hinten schaue und gucke, 50 Jahre sind schnell gelebt. Wenn ich nach vorne gucke, wie viel habe ich noch? 30? Und so kommt 40. Wie viele Jahre habe ich noch, wo ich gut zu Fuß bin? Bei 50, 20, 70, 20, 25? Höchstfall. Wenn ich meine Eltern begucke, die sind auch 80. Ja, da ist jetzt nicht mehr viel drin im Leben. Da kann ich nicht mehr viel machen. Bin eingeschränkt, weil ich körperlich kaputt bin. Weil meine Rente nicht ausreicht. Die wird mir jeden Tag gekürzt. Ja, was soll ich? Oder was muss ich machen, um meinen Weg zu gehen? Kann ich meinen Weg gehen? Und wenn ich meinen Weg gehe, was passiert? Wen verletze ich? Wenn ich jetzt ganz anders möchte, verletze ich meine Freunde, erkennen die mich gar nicht wieder. Sagen, Mensch, was ist mit dir passiert? So kennen wir dich doch gar nicht. Und so wollen wir dich auch gar nicht. Wir wollen den Alten wieder haben. Ja, und schon steht man im Konflikt. Mit die Freunde hat man so viel mitgemacht, so viel durchgemacht, so viel erlebt. Man hat denen immer zur Seite gestanden, die haben einen zur Seite gestanden und dann sagen, Mensch, was? Du willst ausbrechen? Und sagen sie wirklich, du willst ausbrechen auf dein Hamsterrad. Ja. Ich habe mal vor Jahren eine Geschichte kreiert. Der letzte Tag auf meiner Parkbank. Ich sitze am letzten Tag meines Lebens auf einer Parkbank. Lass mein Leben irgendwie passieren. Guck alle Stationen an. Gute, schlechte, mittelmäßige. Und mal geht der Himmel auf. Und sagt, na Robert, bist du in deinem Leben glücklich gewesen? Wenn ich sage, nein, bin ich nicht. Und er fragt mich da oben, Robert, warum bist du nicht glücklich gewesen? Hast du nichts gemacht, um glücklich zu werden? Und wenn ich dann sagen muss, nein, habe ich nicht. Ich habe nur das getan, was alle tun. Aber getraut habe ich mich nicht. Aber wenn ich am letzten Tag meines Lebens wieder auf die Parkbank sitze und der Himmel geht aus und sagt, na, Robert, bist du in deinem Leben glücklich gewesen?
Und ich sage die Frage wieder, nein, bin ich nicht. Und er fragt mich, na Robert, hast du denn was gemacht? Und ich kann dann sagen, ja, habe ich. Dann kann ich zum Essen sagen, ich kann kommen. Ich habe hier alles gegeben, was ich geben konnte. Und auch wenn es nur wenig gewesen ist. Ich kann mit dem Gewissen nach oben gehen und zu sagen, weißt du was? Ich habe für mein Glück alles probiert. Es war zwar nicht genug, aber ich habe darum gekämpft. Ich habe versucht, neue Wege zu gehen. Dann ist es gut. Aber ich kann zum Abschluss sagen, ich bin glücklich. Ich habe neue Wege gegangen. Es hat mich nicht geschadet. Es hat nur den Spreu vom Weizen getrennt. Weil wir haben viele Freunde, aber nicht wirklich viele echte. Nur ein, zwei im Leben bleiben und die anderen verschwinden. Also, warum darf ich diesen Schritt nicht gehen? Ich bin ihn gegangen und ich wünsche, dass ihr den Weg auch geht. Es wird zwar ein bisschen steinig, aber danach wird es besser. Und wer möchte, am 30. August 2010 habe ich wieder ein Tagesseminar Familienstellen und lade euch dazu ganz recht herzlich ein. Wer kommen möchte, ist dazu eingeladen, aber bitte vorher anmelden. Sonst habe ich immer einmal im Monat ein Tagesseminar. Ich verspreche euch, wie ich immer verspreche, einen ganz spannenden Samstag. Ich freue mich auf euch. Tschüss.